Hallo liebe FC Bayern-Fans und herzlich willkommen auf Werners Fußballecke zu einem brandheißen FC Bayern Transfer-Update. Die Gerüchteküche brodelt und diesmal geht's richtig ab, denn laut mehreren Medienberichten soll der FC Bayern München an Nico Schlotterbeck vom BVB, Said Elmalah vom 1. FC Köln und den Stürmer Dusan Vlahovic von Juventus Turin interessiert sein, und zwar für den nächsten Sommer 2026. Was ist dran? Welche dieser drei Topspieler würden wirklich zu Bayern passen? Und wie wahrscheinlich sind diese Megatransfers überhaupt? Bleibt dran, wir gehen alle drei Gerüchte Schritt für Schritt gemeinsam durch. Wenn es dir gefällt, danke ich dir schon mal für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Fangen wir an mit Nico Schlotterbeck. Aktuell noch Abwehrboss bei Borussia Dortmund. Ja, richtig gehört. Bayern und ein Dortmunder, das klingt nach Zündstoff. Schlotterbeck ist 25 Jahre alt, deutscher Nationalspieler und hat aktuell noch einen Vertrag bis Ende Juni 2027 beim BVB. Die Dortmunder haben ihm auch schon eine fertige Vertragsverlängerung auf den Tisch gelegt. Allerdings möchte Schlotterbeck damit dann doch noch etwas warten. In den Medien hört man von einer möglichen Ablösesumme zwischen 30 bis 35 Millionen Euro. Warum wollen die Bayern Schlotterbeck? Er bringt genau das mit, was Bayern in der Defensive manchmal gefehlt hat. Spielintelligenz, Stärke im Zweikampf und Ruhe am Ball. Dazu ist er Linksfuß, was für das Bayern-Aufbauspiel Gold wert ist. Mit seinem Auge für den Pass und seinem Mut im Vorwärtsgang könnte er perfekt zu Vincent Kompanys Ballbesitzfußball passen. Schlotterbeck hat bis jetzt insgesamt 128 Mal für Borussia Dortmund gespielt, hat dabei 6 Tore erzielt und 16 Tore vorgelegt. Nico Schlotterbeck meinte selbst vor kurzem, wie gerne und gut er mit Jonathan Tah zusammenspielt. Gut, klar, das war erstmal die Nationalmannschaft gemeint. Aber wer weiß, wo der Weg von Schlotterbeck im nächsten Jahr hinführt. Also für mich persönlich, falls Upamecano seinen Vertrag nicht verlängern sollte oder die Bayern mit ihm nicht, weil seine Forderungen aktuell einfach zu hoch sind, würde ich auf einen Transfer von Schlotterbeck zu den Bayern setzen. Dann würde es einen besseren Transfer für die Bayern in der Innenverteidigung nächstes Jahr nicht geben, als dass man Schlotterbeck vom BVB nach Bayern holt. Kommen wir zum nächsten Namen und der sorgt für richtig Aufsehen aktuell in der Fußball-Bundesliga. Richtig, Said Elmalah vom 1. FC Köln. Der junge Flügelspieler vom 1. FC Köln ist gerade einmal 19 Jahre alt geworden. Aber was der Typ am Ball macht, ist aktuell wirklich pure Magie. Seine 2 Tore in der Bundesliga gegen den SC Freiburg und auswärts bei der TSG Hoffenheim waren 2 wunderschöne Tore. Dribbling, Mut. Er erinnert an die Jugendtage von Leroy Sané oder aber auch Jamal Musiala. In der vergangenen Saison hat Elmalah 13 Tore und 5 Torvorlagen in der 3. Liga hingelegt. Als Leihspieler da noch bei Viktoria Köln. Was ihn so besonders macht, er ist kein klassischer Flügelflitzer, sondern kann auch zentral spielen im offensiven Mittelfeld oder aber halt links außen und auch rechts außen. Ein Spieler, der das Spiel versteht, den Ball fordert und keine Angst vor großen Gegnern hat. Und er sagt selber über sich, ich liebe das 1:1 im Dribbling. Genau diese Art von Offensivgeist liebt man beim FC Bayern. Aktuell hat Elmalah in 6 Bundesligaspielen für den 1. FC Köln halt die 2 Tore erzielt und dazu eine Torvorlage. Bei der U19-Europameisterschaft 2025 wurde Elmalah mit 4 Toren und 3 Torvorlagen in 4 Spielen der Topscorer der U19-Europameisterschaft. Auch deswegen hatte Brighton aus der Premier League bereits 20 Millionen Euro geboten, aber die Kölner hatten dieses Angebot sofort wieder abgelehnt. Aktuell haben die Bayern auf Linksaußen natürlich einen Luis Diaz in Topform. Allerdings läuft der Vertrag von Serge Gnabry aus und ob dieser nochmals verlängert wird, steht aktuell noch in den Sternen. Ich persönlich würde den 1. FC Köln schon im Winter ein Transferangebot für Elmalah auf den Tisch legen.
Eventuell könnte man ihn dann auch noch ein Jahr an die Kölner ausleihen. Nur der FC Bayern muss aufpassen, dass nicht der nächste Premier League Verein kommt und ihn quasi vor der Nase wegschnappt, so wie als Beispiel Florian Wirtz zum FC Liverpool. Aber Köln weiß natürlich, was sie da für ein Mega-Talent haben. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2030 und Bayern müsste schon sehr tief in die Tasche greifen. Man hört so, Köln so um die 30 bis 35 Millionen Euro würde der FC Köln für Elmalah haben wollen. Doch wenn Brazzo noch da wäre, würde man sagen, wenn er so gut ist wie Musiala, dann nimm ihn. Elmalah wäre kein Sofortstar, aber einer auf jeden Fall für die Zukunft. Ein Rohdiamant, den Bayern in Ruhe dann formen könnte. Und der in 2-3 Jahren die Allianz Arena bestimmt verzaubern würde. Wie ist deine Meinung dazu? Sollte Bayern Elmalah verpflichten oder doch versuchen, mit Serge Gnabry zu verlängern? Schreib es mal in die Kommentare. Und jetzt kommt's richtig dick. Leute, ja, Dusan Vlahovic, der serbische Stürmer von Juventus Turin, ist schon länger ein Thema in München und 2026 könnte es ernst werden. Denn sein Vertrag bei Juve läuft dann aus. Bedeutet, Bayern könnte ihn ablösefrei verpflichten. Das Profil richtig perfekt für Bayern München. Er liebt den Strafraum, arbeitet hart gegen den Ball und hat diesen Torinstinkt, den man bei echten Neunern braucht. Kurz gesagt, ein moderner Miroslav Klose. Also für Juventus hat Vlahovic bis jetzt in 153 Spielen 62 Tore geschossen und dazu auch starke 15 weitere Tore aufgelegt. Aber mit Harry Kane im Team wäre die Frage, passt das überhaupt? Oder wäre Vlahovic als Nachfolger gedacht, falls Kane irgendwann den Weg in die Premier League zurückkehrt? Wenn Bayern ihn wirklich 2026 ablösefrei bekommen könnte, wäre das ein echter Transfercup. So einer, der Europa wieder aufhorchen lassen würde, wie bei Harry Kane oder auch jetzt dann bei Michael Olise in der letzten Saison. Auch wenn Harry Kane bei den Bayern bleiben würde, so ein Transfer müsste Bayern auf jeden Fall machen. Ablösefrei und ein echt super Stürmer und ja, Vlahovic würde genügend Spielzeit bekommen, auch mit Harry Kane bei den Bayern zusammen. Also mein Fazit, 3 Namen, 3 Strategien. Schlotterbeck, der potenzielle Abwehrchef, der neue beim FC Bayern. Elmalah, das Offensivjuwel für die Zukunft beim FC Bayern München. Und Vlahovic, der Torjäger mit Weltklasse-Potenzial. Alle 3 Transfers würden Bayern auf ihre Weise stärker machen. Und wenn man ehrlich ist, das klingt nach einem echten Plan für die Zukunft. Jung, hungrig, technisch stark. Bayern baut wieder eine neue Generation auf. Was meint ihr Bayern-Fans? Wen würdet ihr am liebsten 2026 im roten Trikot sehen? Schreibt's mal in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn ihr auch findet, dass Bayern wieder richtig Gas geben muss auf den Transfermarkt. Abonniert Werners Fußballecke, aktiviert die Glocke und bleibt immer up to date, wenn es um die heißesten Bayern-Gerüchte geht. Bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.